Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold- und Silberpenny-Aktien steigen und keiner merkt es. Disclaimer. Gold- und Silberpenny-Aktien steigen und keiner merkt es. Junior-Goldaktien steigen versteckt weiter und niemand scheint das zu bemerken und diesen Hinweis zu geben. Das sind die sehr frühen und versteckten Anstiege, die wir bei speziell ausgewählten Minenaktien bisher immer als Indikator für einen Beginn der Rallye erkennen und unsere Abonnenten mitteilen. Die beiden Aktien unten stehen für viele weitere, die sich in den letzten Monaten von ihren Tiefs aus bereits verdreifacht haben. Und auch die anderen Minenaktien, die sich im Korrekturtief noch befinden, werden sich sehr schnell wieder erholen und mit der kommenden Silberanstieg neue Höhen erreichen. Ja, also das sind einfach Beispiele für einige Vorläufer, die im Grunde genommen meiner Meinung nach auch eine Indikatorfunktion haben. Sie zeigen einfach an, dass Gold und Silber bald steigen wird und systematisch hochgehen wird. Das wissen irgendwelche Insider, die spüren das. Sie investieren in solche Projekte, weil sie eben dann auch überproportionale Renditen bei solchen Gold- und Silberaktien sehen. Und so genauso müssen wir auch handeln. Wir müssen eben die super extremst unterbewerteten Goldaktien investieren. Und wenn dann Gold eigentlich nur ein bisschen steigt, sagen wir mal auf über 2000, 2300, sind es ungeheure Hebel. Also Gold hat eigentlich jetzt nur gerade seinen Boden gefunden. Es dürfte nicht weiter fallen wahrscheinlich. Und wir haben es hier mit Verdreifachung zu tun. Also das eine ist ja ein Silberprojektgenerator in Kolumbien. Da gab es neue Silberentdeckungen und das ist einfach steigt ab, hat sein Tief auch im Juli nochmal mitgemacht und ist dann im Prinzip von 10 Cent schon auf 30 Cent gestiegen. Einfach unglaublich. Haben wir eigentlich auch schon diese Aktie lange erwähnt. Im Übrigen, die Videos zu diesen Aktien werde ich auch unten verlinken, unten im Videotext. Dann eben der Goldprojekte British Columbia, Kanada. Das sind immer Aktien, das sind Goldaktien und das sind immer mit irgendwo, wir versuchen Aktien mit Superlativen zu finden. Also in dem Fall sind es sehr, 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 sehr große Ressourcen, sehr große Quadratkilometerzahlen und das könnte dann irgendwann weitere Großinvestoren, Anleger begeistern, die diese Aktie dann hoffentlich relativ schnell in den 1-Dollar-Bereich treiben wird und wenn dann die Masse einsetzt in den Mehr-Dollar-Bereich. Ne? Und das sind dann ja im Grunde genommen die ganz großen Gewinne. Und das ist erst der Anfang. Das ist ja das Unglaubliche. Es gibt ja noch so viele andere Aktien, die mehr oder weniger noch in der Korrektur schlafen, aber möglicherweise auch ähnliche Potenziale haben. Nur die jetzigen Investoren glauben eben nicht an den Erfolg dieser Aktien, aber ab über 2000 Dollar sieht das überall anders aus. Man will sich damit dann sozusagen Gold und Silber sichern, dass man vielleicht gar nicht in diesen Größenmengen dann kriegen aus institutioneller Sicht. Und dann werden diese Aktien in die Depots gelegt und hoffentlich hochgetrieben. Sondern dann kriegt das auch die Masse mit und die will dann partizipieren. Und dann kann es eben sein, dass es dann über den 1-Dollar-Bereich hinausgeht, 2, 3, 4, 5, who knows, irgend sowas dieser Art, kann es dann relativ schnell geben, wenn wir dann den Bereich 2300, 2400 sehen. Also eine ungeheure Chance. Meiner Meinung nach sind das Indikatoraktien, dass es da Gold- und Silberanstieg relativ schnell durchsetzt. Wir haben noch den 2. November, das Fonds-Meeting. Da kann es noch da kann es noch mal zu Rückschlägen, zu massiven Rückschlägen kommen, einfach weil sie die Leute noch mal rausängstigen wollen. Aber ich denke nicht, dass die den Anstieg der Goldaktien überhaupt verhindern können, geschweige dann die Etablierung des Goldpreises über 2000. Das steht jetzt an, das ist das große Ereignis und das ist der Zündfunke für eine relativ lang anhaltende Goldaktienmania, vermutlich 6 bis 9 Monate. Ja, hier ein Goldprojektgenerator aus Australien, 43 Millionen Marktkapitalisierung, Risiko irgendwo moderat bis hohes Risiko. Das Unternehmen ist derzeit an 47 Explorationslizenz mit einer Fläche von 2300 Kilometer im Northern Territory und New South Wales beteiligt. Das Tennant Creek Mineralienfeld ist eines der hochgradigsten Gold- und Kupferfelder Australiens, das mehr als 5,5 Millionen Unzen und 470.000 Tonnen Kupfer aus historischen Lagerstätten wie Varego, White Devil, Orlando, Geckold, Charlotte,
Golden Forty produziert. Diese hochgradigen Lagerstätten sind äußerst wertvolle Explorationsziele und bis heute hat das Unternehmen hochgradiges Gold bei Edna Berley und Mauretania sowie Kupfer-Goldvorkommen bei Guana Monitor entdeckt. Im Jahr 2015 identifiziert das Unternehmen den Macquarie Arc in New South Wales als eine unterexplorierte Porphyry-Kupfer-Goldprovinz von Weltklasse. Bis heute beherbergt Macquarie Arc mehr als 80 Millionen Unzen Gold und mehr als 13 Millionen Tonnen Kupfer. Die jüngste Entdeckung der Lagerstätten Boda, Alkane Resources, Trudel Park oder Copper Hill East belegen das immense Potenzial der Provinz. Das heißt, wir haben es hier mit einem riesigen Gebiet, im sicheren Rechtsgebiet zu tun, mit absolut hochgradigem Gold, auch noch mit Kupfer, wenig exploriert. Ja, viele Superlative, die Aktie, die sowas in einer Gold- und Silbermania könnte solche Aktie dann absolut hochgetrieben werden. Sie sehen, diese Aktie wurde auch von Euphorie im Jahr 2021 schon mal erfasst, wo sie dann irgendwo von 5 Cent gestiegen ist auf fast 20 Cent. Ähnliches erwarten wir hier. Der Chart kündigt es meines Erachtens auch an. Wir haben ein höheres Tief als vorher und ich denke mal, bis das alte Hoch erreicht ist. Das kann in wenigen Monaten erreicht werden. Und wenn dann die Goldmania richtig in Fahrt kommt, kann sowas dann auch Richtung $1 steigen oder who knows, noch weiter. Also eine gewaltige Chance. Meiner Meinung nach sehr interessant. Gehen wir jetzt nochmal auf das Tennant Creek Mineralienfeld nochmal etwas ein. Und das liegt etwa 500 Kilometer nördlich von Alice Springs. Zu den wichtigen Infrastrukturen, die durch Tennant Creek verlaufen, gehören die Adelaide-Darwin-Eisenbahn und die Gaspipeline. Tennant Creek hat etwa mehr als 3.500 Einwohner. Es ist das wichtigste Dienstleistungszentrum der Region Barclay-Tablelands. Die Gold-Kupfer-Wismut-Mineralisierung tritt in kleineren bis mittelgroßen Linsen innerhalb des Eisensteins aus. Ausgehend von den historischen Daten wiesen einige der Lagerstätten ein durchschnittliches Gehalt von 15 bis 20 Gramm pro Tonne und 2 bis 4 Gramm Prozent Kupfer auf. Beispiele hierfür sind die klassischen Lagerstätten Union Nobles Nord mit Gehalten von bis zu 50 bis 60 Gramm pro Tonne Gold. Die Lagerstätten Mauretania ähneln in ihrer Zusammensetzung der bonanzahaltigen Mine Nobles Nord, die 1,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 17,3 Gramm pro Tonne produziert. In Mauretania befindet sich in einem Hämalit-Magnetit-Eisenstein, weist neben hochgradigem Gold auch Silber, Kupfer und Wismut aus. Dann haben Sie das Jasper Hill Projekt, Rohstoff Gold, Kupfer, Kobalt, das Edna Berley Projekt, auch vorhin schon mal erwähnt. Berner wurde 1950 entdeckt und auch da wurde schon teilweise bis 1952 Gold produziert und mit einem außergewöhnlich hohen Gehalt von 53 Gramm pro Tonne. Die Lagerstätte Charlotte befindet sich etwa 10 Kilometer südlich der Tennant Creek. Charlotte wurde sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau abgebaut. Insgesamt wurden da mit 10 Gramm pro Tonne Gold 86.000 Unzen Gold abgebaut. Also aus meiner Sicht eine Aktie der Superlative in allen Ebenen. Erstmal 1A Jurisdiction, 2 tolle Projekte, auch eben Wismut und Kupfer dabei. Dadurch sind sie auch etwas diversifiziert. Ja, also sehr viele Projekte und wie gesagt, im guten Rechtsgebiet. Chartsituation finde ich ist auch attraktiv, könnte sicherlich durchaus ein Gewinner werden in dem vor uns liegenden Gold und Silber. Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das ist das, was uns hier eigentlich mal so inspiriert, hier beim Tausendbecker-Report. Irgendwann existierten hier diese Zahlen. Hier, das ist, dass die Leute Aktien für 5 oder 10 oder 20 Cent gekauft haben und auf diese absurden Höhen gestiegen sind, 10, 20, 30, 40 Dollar. Heißt, aus 1000 Investment konnte man teilweise eine Viertelmillion machen. Da muss man sich erstmal die Augen reiben, ob das sowas geht, aber das gibt es wirklich. Dieser Goldaktien, diese Goldaktienbullenmärkte sind Sachen, die jahrelang eigentlich nicht präsent sind. Und mit einmal, wenn sich irgendwas ändert, starten sie. Und dann können eben Goldaktien, das hat es die Vergangenheit schon bewiesen, teilweise um 10, 20, 50, 100, sogar um das Tausendfache steigen. Das kommt immer und immer wieder vor.
Natürlich nicht mit Vorhersage, natürlich muss es vorher ganz billig sein und natürlich muss irgendwo eine Mania entstehen, irgendwo ein Goldboom. Aber alle diese Attribute trifft auf die heute zu. Diese Goldaktien sind exorbitant niedrig bewertet aktuell. Und im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit, dass wir vor einer Goldmania oder irgendwo äh, sowas stehen, ist eigentlich hoch. Also äh, nach Adam Riese müsste sowas in der Art hier eintreten. Wir wissen natürlich nicht, ob wirklich solche exorbitanten hohen Bewertungen kommen. Schwer zu sagen, aber eins ist auch nachweisbar, dass die Goldaktien heute im Verhältnis zu den 70er Jahren, von wo sie gestartet sind, absolut dezimiert sind. Sie sind billiger als vor dem Goldboom in den 1970er Jahren. Das heißt, sie haben eine exorbitante Verzerrung. Und deswegen würde ich ableiten, dass diese Chance bei Goldaktien exorbitant hoch ist und gut ist. Und das zeigen ja auch diese beiden Aktien, die ich ihm vorher gezeigt habe. Es hat sich im Gold- und Silbermarkt noch gar nichts getan. Und wir haben hier schon eine Verdreifachung zu tun. Klar, das ist nicht auf der breiten Basis, aber man kann dabei sein. Ich bin dabei, viele Subscriber sind sicherlich dabei bei diesen beiden, natürlich auch bei anderen, die nicht so performen, aber man muss, diese Gewinner gibt es nicht mit Vorhersage, man muss die sich quasi auch nochmal in die Watchlist gucken, die mit hohem Potenzial und gute, wenn es eben geht, dann auch tatsächlich hinterherrennen und nachkaufen und möglichst viele Gewinneraktien im Boot sammeln. Ich denke, so läuft das, so ist das Risiko gestreut und man braucht eigentlich nur wenige absolute Supergewinner, um vielleicht eine Reihe von nicht so optimalen Investitionen ausgleichen zu können. Ja, also ich hoffe wirklich, dass es ähnlich wird wie in den 1970er Jahren, dass es bevorsteht. Einige Indizien sprechen dafür. Was kann man machen, sich zu beteiligen? Man muss eben versuchen, solche Penny Stocks mit großen Ressourcen zu identifizieren, sich zu kaufen, sich nicht rausschütteln zu lassen, wenn man daran glaubt, dass wir sowas Ähnliches wie einen Goldboom kriegen. Und Goldboom, damit meine ich eigentlich nur Anstieg um vielleicht 40% auf 2.300 $. Und dann könnten diese Goldaktien schon performen. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen derartige Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir versuchen den Potenzialfaktor zu berechnen aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko. Ist es auch eine Exit-Strategie mit beigefügt? Also das heißt, was kann man kaufen, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist? Zum einen natürlich kann man diese hoffentlich Gewinne bei Gold- und Silberaktien nutzen, um sein, sage ich mal, tägliches Leben noch bestreiten zu können, ohne Gold und Silber auszugeben zu können und auf der anderen Seite mehr Gold und Silber zusammen. Also eine doppelte Gewinnsituation. So ein Szenario könnte entstehen und das ist der Sinn von Gold- und Silberaktien. Ja, einen Portfoliovorschlag erstelle ich Ihnen auch auf Anfrage mit persönlicher Beratung. Sie finden auch alles verlinkt unten im YouTube-Link. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist ein Unternehmen, das ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, auch wenn lange Schlangen an Edelmetallhändlern wird. Einfach überweisen schon ist das ihr Gold und Silber in der Schweiz in Zollfreiheit eingelagert. Genauso leicht ist auch wieder der Verkauf, wenn Sie das Geld brauchen. Sicherlich mal ganz interessant zu sehen. Ja, natürlich, bevor man überhaupt Gold und Silber kauft, ne, auf gold.de gehen und dass man nicht überteuerte Ware kauft. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, bevor man aktiv wird. Ja, nützliche Information, Kontakt, also mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, beispielsweise ein Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in Schweiz, Liechtenstein einlagern, Landwirtschaft von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindices, der Goldaktien-Gold-Ratio, Buch über Goldaktienbewertung, ähm, ja, dann Diskussionsforen, da sind immer verlinkt wie CO, CA, weitere Videos von Experten wie Uwe Bergold etc. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Rückfragen oder Anregungen haben, mich einfach kontaktieren, mir eine Mail schreiben oder mich anrufen. Ich würde Sie dann bei nächstpassender Gelegenheit dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich noch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.